und herzlich willkommen. Warum dein Schlusston beim Spielen eines Stückes so wichtig ist, erzähle ich dir in diesem Video. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Warum solltet ihr besondere Aufmerksamkeit legen auf euren allerletzten Ton, wenn ihr ein Stück spielt, und vor allem in langsamen Sätzen? Eigentlich kommt das Allerwichtigste fast nach dem Schlusston, denn der Moment, wenn euer Ton nicht mehr klingt, was macht ihr dann? Nehmt ihr die Flöte direkt runter oder haltet ihr sie noch einen Moment oben? Wenn ihr die Flöte direkt runterreißt, sage ich mal, dann ist die Atmosphäre des Stückes, das ihr gerade gespielt habt, sofort zu Ende. Ihr müsst euch vorstellen, der Zuhörer hat jetzt erst gerade diese Musik in sich aufgenommen und kennt das Stück vielleicht nicht mal. Und dann ist noch, auch wenn der letzte Ton erklungen ist, so eine Stimmung da, das hallt im Ohr noch nach. Und dann ist es wichtig, dass ihr eben nach dem Schlusston erstmal die Spannung noch haltet, eure Flöte nach und nach erst runternehmt und die Spannung loslasst. Das ist auch übrigens optisch so, wenn ihr auf der Bühne steht und ihr reißt die Flöte gleich runter, dann ist das eben auch ein optisches Signal, so die Musik ist jetzt weg. Ja, und beim Schlusston selbst, da ist man manchmal so ein bisschen ungeduldig und denkt so fertig und hört vielleicht auch selbst gar nicht mehr so richtig hin. Zuerst mal solltet ihr vielleicht ganz banal schauen, wie viele Schläge hat denn dieser Schlusston, dass ihr die in der Regel auch wirklich ganz aushaltet. Und dann kann er ja auch noch ein bisschen mehr vertragen, noch eine Fermate haben oder jedenfalls ausklingen. Also schaut doch mal bei einem Stück, das ihr spielt, und ich denke, vor allem bei langsamen Sätzen spielt das eine große Rolle, ob der Ton an sich schon seinen Notenwert bekommt, wenn ihr den spielt, und ob ihr den vielleicht sogar noch ein bisschen länger halten könnt, also Geduld habt. Und weil ihr diesen Schlusston so ausgiebig spielen und genießen und klingen lassen sollt und danach auch noch die Spannung halten, ist es wichtig, dass ihr nicht in Atemnot geratet. Das heißt, ihr solltet genau wissen, wo ihr vorher schon mal atmen könnt. Das bietet sich ganz oft an vor der Antizipation, also vor dem vorletzten Ton, der ja schon so ein bisschen zu dem Schlusston gehört. Dass ihr da nochmal atmet oder direkt vor dem Schlusston, wenn es keine Antizipation gibt. Das geht eigentlich fast immer. Und wenn das nicht passt, müsst ihr euren Atem so organisieren, dass ihr vorher genug Luft eingeatmet habt, sodass ihr absolut keine Luftknappheit habt bei dem letzten Ton. Dann ist natürlich super wichtig die Art und Weise, wie ihr den Schlusston spielt, beziehungsweise wie ihr kurz vorher spielt. Ganz oft ist es ja in Stücken so gewünscht, dass man ein bisschen Ritardando macht, dass man ein bisschen verlangsamt, und das ist eben auch eine wichtige Sache, die manchmal ein bisschen vergessen wird. Guckt mal, ob ihr da nicht zu schnell in den Schluss reinspielt und so nach dem Motto zack, fertig.
oder ob ihr wirklich da ein bisschen abbremst und auch den Satz zur Ruhe kommen lasst. Auch das gilt natürlich vor allem bei langsamen Sätzen. Es gibt natürlich schnelle Sätze, die werden auch am Schluss langsamer, und es gibt welche, da macht man ganz bewusst das Tempo durch bis zum Ende. Und bei der Art und Weise, wie ihr den Schlusston spielt, ist auch noch wichtig, dass ihr den gerade haltet, also dass er euch nicht absinkt am Ende. Weil das natürlich nicht nur komisch klingt, sondern das geht auch auf die Intonation. Dann wird der Ton einfach zu tief am Ende. Wenn ihr jetzt einen Ton habt, der von Natur aus schon sehr tief ist, dann schaut mal, ob ihr vielleicht einen Hilfsgriff nehmen möchtet. Auf jeden Fall sollte der stabil sein im Klang. Und dann ist es auch noch wichtig, dass ihr ihn mild beendet, also entweder ganz ohne Zungenstoß, einfach nur indem ihr mit der Atemstütze die Luft stoppt, oder einem ganz sanften wieder mit der Zunge an den Gaumen gehen, so dass es nicht knallt am Ende und so ein Düt entsteht. Ja, das waren so meine Tipps für heute für euren Schlusston. Es würde mich freuen, wenn ich euch auf Ideen gebracht habe, was ihr mit dem Schlusston vielleicht schöner machen könnt, die ihr noch nicht selbst hattet. Und ja, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare oder schickt mir eine Mail, wie euch das gefallen hat, und auch gerne weitere Vorschläge zu Themen für Blockflötenvideos. Ich bedanke mich jetzt mal wieder fürs Zuhören, abonniert gerne meinen Kanal und ich sage bis nächste Woche. Tschüss!